Und nun aus gegebenem Anlass zu einem klassischen Edgar Wallace-Schocker, die Totenhirne von London. Ja. Diese Woche sind wir alle dem sogenannten No-Deal-Brexit ein Stück näher gekommen. Leider. Auch im x-ten Anlauf hat es das britische Unterhaus nicht geschafft, einen Weg aus der Sackgasse zu finden. Noch hoffen zwar manche auf ein zweites Referendum, aber ja, was würde das bringen? Manche wollen den Brexit, manche nicht. Es war ein Split 50-50 eigentlich. Ja. Man sagt, wenn da noch mal eine Wahl geben würde, dann würde es 50-50 in der andere Richtung gehen. Kann gut sein. Kann ja sein. Ja. Man könnte auch sagen, Theresa May führt mit 0:0. Immerhin will das Unterhaus einen No-Deal-Brexit verhindern, sagen sie. Gleichzeitig fordern die Abgeordneten aber neue Verhandlungen, wozu die EU gefühlte 10.000 Mal Nein gesagt hat. Liebe Engländer, wie erklärt man das? Diese beiden Beschlüsse schließen sich aus, wie, weiß ich nicht, Ryanair und Beinfreiheit. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, klar, die Irland-Frage ist komplex, aber der sogenannte Backstop war doch Mays Vorschlag. Man fragt sich, was machen die da eigentlich in ihrem Parlament die ganze Zeit? Hier alle Highlights vom Dienstag. Alter, Szenen wie in einer Brennpunktschule, du, das ist ja Wahnsinn. Ja, so geht Debattenkultur. Nicht wie bei uns in diesem Baldrian-Bundestag. Leider haben die Engländer aber selber gar keine Idee, wie das eigentlich funktionieren soll. Also nicht in der Zollunion bleiben, aber keine Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland. Kein Schimmer. Das darf sich jetzt schon wieder die arme EU überlegen. Sowas grenzt doch an sexuelle Belästigung. Ernsthaft jetzt. Ne? Ja, achten Sie mal drauf, die machen in einer Tour ihre Probleme zu unseren. Die Deutschen und die EU wollen, dass wir etwas unterschreiben, das dazu führen könnte, dass Nordirland vom Rest des Vereinigten Königreichs getrennt wird. Ich frage mich, ob deutsche Politiker es akzeptieren würden, wenn ein Teil Deutschlands anders verwaltet würde als der Rest. Ja! Ehrlich, was wollt ihr haben? Bayern, Sachsen, sucht doch irgendwas aus. Ist scheißegal. Ne? So. Heute ein Publikum voller Separatisten, verstehe. Gleichzeitig ziehen immer mehr Firmen ihr Kapital aus Großbritannien ab. In der Trump-Sprache sind die Engländer auf dem besten Weg zum, Entschuldigung, Dreckslochland. Ja, sorry, ja. Nach neuesten Zahlen ist die britische Autoindustrie zum Beispiel im letzten Jahr total eingebrochen. Und meine Lieblingsmeldung aus dieser Woche, McDonald's. Die Firma McDonald's hat mitgeteilt, bei einem No-Deal-Brexit wäre die Qualität ihrer Produkte in Gefahr. Ja, und das ist noch nicht alles. Viagra, soweit das Auge reicht. Diese britische Internetapotheke rüstet sich für den Ernstfall. Viele im Land beginnen das Hamstern aus Angst vor dem harten Brexit. Es macht Sinn. Ich meine, harter Brexit ohne Viagra, schwierig. Ich glaube, dafür nehmen sie uns den Grimme-Preis wieder weg. So. Und dabei hätte Frau Mays Regierung so viele andere Baustellen, so viele echte Probleme. Laut einem UNO-Bericht leben Millionen britischer Kinder in Armut. Und die Gruppe der englischen Working Poor wird auch immer größer. Deutschland undenkbar. Oh, ich höre gerade, meine Damen und Herren, es gibt wohl Breaking News zur endlosen Brexit-Krise. Aha, okay. Und zwar tut sich was auf der französischen Seite des Eurotunnels. Für uns vor Ort in Calais ist die Kollegin Birte Schneider. Frau Schneider, was passiert denn da gerade? Das kann ich Ihnen sagen. Die EU mauert hier endlich den verdammten Eurotunnel zu. Ende, aus, Feierabend. Bitte zumauern? Ja, sie mauert zu. Wir schaffen jetzt Fakten, weil die nicht zu Potte kommen auf ihrer verregneten Mistinsel. Wie in dem Gedicht. Ein Korb voller Rosen, ein zärtlicher Kuss. Leckt uns am Arsch, wir machen jetzt Schluss. Ja, ist leider noch nicht ganz fertig. Da kommen immer noch britische Flüchtlinge. Die sind ganz schwer zu integrieren. Ja. Gleichzeitig wollen vereinzelte Afrikaner trotz allem nach England. Du geh da nicht hin, da ist es scheiße. Na, das ist mir jetzt, Frau Kollegin, doch ein bisschen zu viel Briten-Bashing. Ich kann das nicht mehr hören. Schon beim Wort Brexit krieg ich Pickel. Brexit, das klingt wie Katzenfutter von Lidl.
Über ein Jahr Verhandlungen und jetzt wollen die mit uns noch mal über Irland reden. Wir wollen aber nicht mit euch über Irland reden. No, never ever. Ach, guck mal. Oma Buckingham macht auch die Biege. Ja. Ist klar. Ist ja klar. Drei warme Mahlzeiten am Tag sind halt was Feines, ne? Da drüben horten die Ersten ja schon die ersten Lebensmittel. Hör mal, wenn ihr Hunger habt, könnt ihr euch ja After Eight überbacken. Naja, gut, bitte. Irgendein Deal wäre schon wichtig für beide Seiten. Nein, Welke, es reicht jetzt. Wir wollen keine Zollunion, aber schon sowas wie eine Zollunion. Mann, Engländer. Man kann auch in der EU sein und trotzdem ein egoistisches Arschloch. So wie wir. Gegen kein EU-Land laufen so viele Vertragsverletzungsverfahren wie gegen uns. Unsere vergurkte Energiewende haben wir vorher mit keinem europäischen Land abgestimmt. Wenn's passt, scheißen wir auf EU-Regeln. Das ist die deutsche Lösung. Sich zur Ehe bekennen, aber Flatrate im Swingerclub. Davon könnt ihr euch eine Scheibe abschneiden. There you can cut up a piece from. Mhm. Genau. Wir machen's richtig, schon klar. Man kann so viel von uns lernen. Frau Schneider, oder man verschiebt den ganzen Brexit doch noch mal. Quatsch, morgen machen wir hier dicht. Hm. Und? Wie war's? Hab's dir gesagt? Birte Schneider, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ja, es ist schon die Frage der Woche. Wie kann man diese Briten vielleicht doch noch zur Vernunft bringen? Da hilft wahrscheinlich nur noch die schärfste Waffe der EU. Unser deutscher Haushaltskommissar Günther Don't fuck with my backstop Oettinger. Ja, wenn der es nicht schafft, schafft's keiner. Ich bin jetzt ein Brite und Sie versuchen mich zu überzeugen, dass ich doch in der EU bleibe. Und dann jetzt mal richtig mit Herzblut. Bitte macht einen klugen Brexit im Unterhaus, in der Öffentlichkeit. Denn das Chaos würde euch gewaltigen und uns auch großen Schaden zufügen. Soll ich jetzt auch so reagieren wie ein normaler Brite? Entscheiden Sie. Fuck off! Gut, in einer Kneipe in Stuttgart oder Dortmund sind zum Teil auch Schimpfworte. LMA oder lass mich in Ruhe. Könnte man es vielleicht so machen, man zieht den Brexit durch und dafür schließt sich die EU Großbritannien an? Die Briten wollten ja raus, also wollten sich von uns entfernen. Deswegen ist der Gedanke meines Erachtens nicht wirklich wahrscheinlich. Ich glaube eher, dass in 15 Jahren eine neue Generation von Briten den erneuten Eintritt beschließen wird. Sind wir Deutsche vielleicht auch gegen den Brexit, weil wir wissen, wie teuer so eine Wiedervereinigung irgendwann mal werden kann? Nein, wir Deutsche, ich glaube in der Mehrzahl wollen die Deutschen, dass die Briten geblieben wären. Und wir gucken auch gern die Hochzeiten. Ja, ich nicht. Sie nicht? Sie vielleicht. Wir haben in der Demokratie zu akzeptieren, dass ein Referendum mit einer Mehrheit entschieden hat, rauszugehen. Gut, das ist ja auch eine freie Entscheidung, mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen. Ja, aber da wird man aus Erfahrung klug. Wenn man 3 Jahre ist und einmal die Herdplatte heiß berührt, macht man es nie mehr. Ja. Na, ich würde gern noch, da es ja doch wahrscheinlich ist, dass die Briten die EU verlassen, mit Ihnen das letzte Interview auf Englisch führen. Also ich kann Englisch sehr gut, nur so blöd müsste ich sein, jetzt auf Englisch zu reden. Ich kann sehr schlecht Englisch, deswegen bin ich ja froh, dass Sie es so gut können. Ich kann es gut, ja. Ja. Aber ich habe jetzt nicht die Lust, beim deutschen Fernsehen, dem zweiten deutschen Fernsehen, Englisch zu reden. Na, wir sind auch viel auf YouTube. Schön für euch. Was würden Sie Theresa May für einen Tipp geben? Das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe für ihr Respekt. Sie tanzt ja sogar auch. Ja gut, das ist Ihre Sache, ich tanze auch. Was tanzen Sie so? Sowohl Wiener Walzer, Foxtrott, wie
Rock'n'Roll. Und mit diesen Worten zurück ins Studio. Günther Oettinger und Fabian Köster, meine Damen und Herren.